nächstes Manuel nach vorne kommen und dafür, da sehe ich ihn schon, genau, das ist hier tatsächlich ein bisschen schwierig mit dem Licht. Und danach kann sich Katharina für einen gesetzten Redebeitrag für die Bundestagsfraktion schon bereithalten. Kann man das Ding nach oben? Nee, oder? Kann man nicht nach oben, ne? Oder gibt's? Ich bin der Erste, der den Knopf sucht. Ah, für alle anderen, der Knopf ist unten rechts. Genau. Genau. So. Wenn man sich regelmäßig Pläne anschaut in Deutschland, sieht man nicht viel Grün. Ob Regionalplan, Flächennutzungsplan oder Bebauungsplan, wir müssen regelmäßig für jeden Baum und jeden Quadratmeter Acker kämpfen. Die anderen würden gefühlt alles lieber zupflastern oder Straßen bauen. Ich muss leider sehr oft die Rolle des Bremsers übernehmen. Ich muss mich leider oft nach einem langen Kampf enthalten oder gar mit Nein stimmen, weil ein Gesetz, das mal vom Schwarz-Gelb geschrieben wurde, so tut, als ob es Photovoltaik verpflichtet, aber am Ende so viel Ausweismöglichkeit hat, dass wir dann doch keinen PV auf dem Parkplatz mit 35 Parkplätzen haben. Ich weiß ganz genau, dass jeder einzelne unserer 39 MdRs bemüht ist, jeder in seinem Bereich die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren. In manchen Bereichen dauert es halt länger als in anderen oder die Zuständigkeiten sind nicht bei uns. Ich bin froh im Moment, dass das Leben mir eine ganz schöne Entscheidungskette geschenkt hat, wo wir Grüne etwas entscheiden können. Für mich aus Düren betrachtet sind wir im Stadt, Kreis, Land und Bund überall in einer regierenden Koalition. Mal sehen wir schwarz, mal sind die Zahlen rot und mal ganz oben ist es nicht das Gelbe von Ei. Trotzdem und auch weil ich eben Koalition und Kompromiss schätze, damit ein gesamtgesellschaftlicher Konsens erzeugt wird, werde ich ab und zu derjenige sein müssen, der Nein oder vielleicht sagt, damit die Partner von uns verstehen, dass bei uns nicht immer alles auf Grün steht. Ich selber bin im gleichen Tag im Rat mit der SPD und im Kreistag mit der CDU. Und es geht, auch weil es gehen muss, weil es unser Job ist, für Lösungen zu kämpfen in einer Demokratie, wo wir zum Glück nicht alleine regieren. Was mich auch freut, ist, dass wir in Europa auch jeden Tag eine größere Rolle übernehmen. Im Europäischen Parlament sorgen unsere MEPs dafür, dass für jede Entscheidung eine andere Koalition entsteht. Das hat seine Vor- und Nachteile, wie ich es schon mal im Kleinen erlebt habe als MdR in Kerpen. Die aktuelle politische Lage ist für uns komplex, stressig und keine von uns hat ein ruhiges Leben. Klima, Krieg, Energiefragen und wann kommt die nächste Zoonose und wann ist die nächste Pandemie? Viel Zeit für Netflix auf dem Sofa ist nicht dabei. Aber jeder von uns weiß, warum und vor allem für wem er das macht oder sie das macht. Cleaning the mess is what we do. Das Chaos, das man uns überlassen hat von früheren Regierungen. Avoiding Chaos, ça aussi on le fait. Denn manche in Europa wollen alles schließen. Die Grenzen, die Rettungsschiffe und vor allem die Zukunft unserer Kinder. Egal in welcher Stadt oder Bundesland Wahlkampf dieses Jahr ist, egal in welchem Land nächstes Jahr für die Europawahl gekämpft wird, wir, die Demokraten, werden alles tun, damit diese Leute nichts regieren oder entscheiden können. No passaran. Warum? Perché siamo tutti antifascisti. Vielen Dank, Manuel. Ich weiß nicht, hört ihr mich schon? Ja, perfekt.